Welcome to Chef Rafi's show. Servus, ich bin der Chef Rafi. Grüß euch zu meiner Sendung. Happy New Year, everyone, especially to my subscribers. Today we'll make beef stew from Austria. Welcome to my Austrian kitchen. And no, the dog is not gonna be in the dish. Heute lernen wir, wie man österreichisch Rindsgulasch kocht. Wir werden das Video in Englisch und im Dänegauer Dialekt von Badisch filmen. Dies ist ein Karten vom Dänegau. Can you understand the Austrian language? Say in the comments below. Today we're making Austrian goulash. Ein österreichisches Gulasch ist viel anders als bei Ungarisch. Austrian goulash is very different from Hungarian goulash. What do you think of my Austrian kitchen? Das sind die Zutaten, was wir brauchen. Schmalz, Rindsfleisch, Zwiebeln, Tomatenmark, Majoran, Kümmel, Paprika, Essig, Wasser, Pfeffer und Salz. These are the ingredients you'll need. We cook everything from scratch with fresh ingredients. Man kann fettes Rindfleisch mit dem Bindegewebe hernehmen. We will only use grass-fed beef and glove-fed beef. Wir nehmen gleich viel Zwiebeln wie Fleisch her, dass es so stick wird. Let's start cooking. Fangen wir an kochen. We'll cut up the onions first like this. Cut up the beef like this. We will serve this with traditional German Spätzle. Als erster werden wir die Fleischstücken im Schmalz braun anbraten. If you like, you may roll the beef chunks in flour first. This will get them crispier when they're brown. Wenn man keinen Schmalz hat, kann man auch einen Speck oder einen Buttern hernehmen. I'm browning just a few pieces at a time. Fleischstücken werden rausgehoben und Zwiebeln im gleichen Schmalz anbraten. Ein Paprika zu den Zwiebeln rein tun, der Weiß mischt. Fleischstücken tun wir wieder in den Topf mit dem Tomatenmark rein. Jetzt tun wir für den Geschmack einen Kümmel und einen Majoran rein. This is bay leaf. Tu noch ein Wasser und ein Lorbeerblattl rein. Ein wenig Essig dazu. Dann alles auf einer niedrigen Hitze kochen lassen. Den Topf zu und nachher mindestens 3 Stunden kochen lassen. Das Fett schmilzt, weil das Gulasch bei einer niedrigen Hitze kocht. Hab's gewusst, dass die Österreicher ein Sprichwort haben. Als ein Aufgewärmter ist gerade ein Gulasch gut. Das heißt, dass keine gescheite Idee ist, weil man mit der Ex-Freundin wieder zusammen ist. The smell is amazing. Now let's cook the Spätzle. These noodles are from Bavaria. This is an amazingly easy dish to cook. Ready to drain. Put a little salt, but not too much. Am besten isst man das Gulasch mit Spatzeln oder Nockeln. Did you know my grandma will be 101 next month? Salzen und pfeffern, aber denkt dran, nicht zu viel. You can serve the goulash on top of the Spätzle or beside it. Time to eat. Bon appetit. Time to eat, bon appetit. It's better to eat goulash the second or third day. The flavors sink in. Mahlzeit. This is the second day. What an amazing taste. Dankeschön fürs Zuschauen. Bald sehen wir uns wieder auf chefrafi.com. Chef Rafi films videos all over the world. Where will Chef Rafi go next? Subscribe to find out. If you could subscribe to Chef Rafi's YouTube channel, we're gonna come get you if you don't, okay? Come get your dessert.